Willkommen bei Spotlight 85. In einer Zeit, in der Streaming-Algorithmen sowie Fake News die Kultur prägen und dystopische Serien boomen, stellen wir uns heute eine provokante Frage. Hat das optimistische Zukunftsbild von Star Trek seinen Platz in der modernen Welt verloren oder brauchen wir es dringender denn je? Begleitet mich auf eine Reise durch Ideale, Wandel und der Frage, was aus Gene Roddenberrys Vision geworden ist. Bevor wir tiefer in die Frage eintauchen, was aus dem Star Trek-Geist geworden ist, will ich euch erstmal erzählen, warum mir das überhaupt so am Herzen liegt. Denn für mich war Star Trek nicht einfach nur eine Serie, es war mein Einstieg in eine Welt voller Hoffnung, Neugier und ja, auch ein bisschen Eskapismus. Zugegebenermaßen war mein Einstieg in die Welt von Star Trek alles andere als heldenhaft. Kein funkelnder Moment der Erleuchtung, keine philosophische Offenbarung, sondern eher so nach dem Motto, Fernbedienung weg, nichts anderes lief und zack, schon war ich auf der Enterprise. Und was mich dann wirklich fasziniert hat, und das sage ich jetzt mit all der Ernsthaftigkeit, die eine Katze aufbringen kann, war diese durchgezogene Einheitlichkeit im Rahmen der Vielfältigkeit. Alles hatte System, die Uniformen sauber nach Abteilungen farblich sortiert, die Ränge klar definiert, ohne Ego-Show, die Technik logisch aufgebaut, nachvollziehbar, selbst die Software. Überall diese stilvollen LKs-Oberflächen. Es war wie Ordnung im Chaos des Universums. Und das, meine lieben Freunde, beruhigt mein inneres Kontrollbedürfnis ungemein. Und dann diese Special Effects. Bildgewaltig, aber nie sinnlos. Nicht einfach Piu-Piu, sondern strategisch mit Konsequenzen. Nicht wie in anderen Franchises, wo man nach jeder Explosion ein High-Five wirft, hier fühlt sich alles bedeutungsvoller an. Ich war angefixt und nicht nur wegen den Phasern, sondern wegen den Prinzipien hinter den Phasern. Um meiner Faszination nun Ausdruck zu verleihen, sage ich jetzt einfach mal Energie.
Wisst ihr, was mit der Zeit hinzukam? Etwas, das ich als junger Kater gar nicht auf dem Schirm hatte, weil ich so mit Raumschlachten, Uniformen und LKs-Menüs beschäftigt war? Der Humor. Nicht der billige Klamauk, keine flachen Gags, sondern dieser subtile, manchmal sarkastische, manchmal herzerwärmende Humor, der mitten im Sci-Fi-Alltag plötzlich durchblitzt. Ome suho. Ha ha ha. Der Spaß wird nun beginnen. Wow, hier sind wirklich alle unanständig und lassen die Sau raus. Logbuch des Captains. Wieder einmal wurde die Cerritos teilweise in einen Tempel verwandelt, während der Geist von Minuki von mir Besitz ergriffen hat. Das ist kein Wunder. Das Ende dieser Kultur kam vor 600.000 Jahren. Ist dir gern Italienisch? Nein. Ja, nein, ja. Nein. Ja. Ich liebe Italienisch. Und er auch. Ja. Lassen Sie mich sterben. Oh nein, nein, schön durchhalten, Checks. Sie schaffen das locker. Wenn wir die galaktischen Weiten erkunden wollen, müssen wir doch immer beweglich sein. Wow, sind Sie verspannt heute. Oggi questa mi torna gradita, forse un'altra. Captain, Computerprogramm halt. Ich habe Sie doch nicht geweckt, oder? Ist schon gut, Doktor. 15 Minuten Schlaf, mehr brauche ich wirklich nicht. Das ist völlig ungewöhnlich. Mr. Tricorder. Verstehen Sie denn nicht? Ich versuche gar nicht, Sie zu retten. Ich nehme Sie nur als Notration mit. Ich werde Sie essen. So eine Es betrifft den Nagus und Mogi. Was ist denn mit Ihnen? Sie sind ein Paar. Nein. Seit über einem Jahr geht das schon so. Nein. Sie ist seine geheime Finanzberaterin. Sie hilft ihm, die gesamte Ferengi-Allianz zu regieren. Nein. Würdest du das bitte lassen? Sind Sie in mich verliebt, Fenrich? Also, nein. Dann wünschen Sie zu kopulieren. Nein. Ihr Name ist Claire Raymond. Alter 35, Beruf Hausfrau. Vermutlich hat sie Häuser gebaut. Ich bin Turfrey. Tut mir leid. Es sind Drillinge, wissen Sie? Es tut weh, wenn ich so mache. Dann machen Sie doch nicht so. Au! Seien Sie doch kein Baby. Ich wollte Sie was fragen wegen Nock. Mein Sohn, wissen Sie? Ich denke, ich weiß, wer das ist. Ich hatte befürchtet, dass er ein Wechselbalg sein könnte. Deshalb habe ich ihm im Schlaf Blut abgenommen. Nur um sicher zu gehen. Das war vor 8 Stunden. Soweit so gut. Nock wohnt jetzt wieder bei mir, wissen Sie? Es ist furchtbar. Ermahnt hat er mich neulich auch schon. Er sagte, mein Werkzeugkasten sei unordentlich. Das ist genau das Wort, das er verwendet hat. Unordentlich. Ach, ich würde mir keine Sorgen machen. Das geht Sie ja wohl nichts an. Ach, ich denke doch. Was ist, Captain? Nichts, nur eine alte Verletzung, die ich mir auf der Akademie zuzog. Ab und zu spüre ich sie wieder. Ich lebe seit Jahren damit. Aber vielleicht werfen Sie einen Blick darauf, Doktor. Genau. Da. Was haben Sie mit Ihrem Gesicht gemacht, Data? Es ist ein Bart, Jordi. Das ist unübersehbar ein sehr gepflegter Bart. Diese Haartracht sollte Respekt einflößen und den Eindruck von Nachdenklichkeit und Würde vermitteln. Ich bin Captain Kirk! Ich bin Captain Kirk! Warten Sie, das ist voll doof. Stehen bleiben, Sie werden zu alt. Wetten, dass ich eleganter als Sie altern werde? Und wieso? Weil ich ein besserer Mensch bin. Oh mein Gott, mein Bein! Au! Autsch, es war halt falsch! Es sieht gut aus! Ja, Sie machen das toll. Ich kann keinen Schritt weiter. Mein Bein fühlt sich wie ein Knoten an. Augen zu und durch, Sie sind noch jung! Ja, Kleiner, ich wünschte, ich wäre in Ihrem Alter.
Doktor, aus welchem Grund lachen Sie? Was ist los, Scotty? Transportersystem ist gestört. Ist die Schaltung überprüft? Bin noch dabei. Wir haben den Flohpinscher hier raufgebeamt. Sehen Sie selbst, was dabei rausgekommen ist. Ja und? Dreck? Du schlingst Dreck hinunter? Wieso? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht krank. Ich fühle mich gut. Ich Wir- kann nur nicht zu essen. Wir werden dieser Sache auf den Grund gehen. Komm mit. Nein! Ich komme nicht mit! Wir gehen auf die Krankenstation. Nein! Muss ich den Sicherheitsdienst rufen? Ich bringe dich dorthin, ob du willst oder nicht. Das ist doch nicht normal. No! Was ist los? Ich habe mich auf etwas draufgesetzt. Lassen Sie mal sehen. Oh, nun machen Sie schon. Ziehen Sie es raus. So geht's aber nicht. Halten Sie bitte still. Oh, ziehen Sie es raus. Wie Sie wünschen. Das ist nicht komisch. Naja, von hier aus schon. Wissen Sie, was noch viel komischer ist? Das Ding hier funktioniert nicht. Ja. Es funktioniert nur, wenn Sie es aktivieren. Ich habe auf dich gewartet, Tiron. Na, Ich habe die Schachtel an eine Batterie angeschlossen und die kleinen Münder beginnen zu singen. Das ist ziemlich clever. Die Musik ist ein bisschen nostalgisch, finde ich. Abgesehen von ablenkend und laut, aber hey, gut gemacht. Ich mag das Wummern und das Schreien. Ist das so? Die Menschen berühren sich gerne gegenseitig. Sie fangen mit den Händen an und dann geht's weiter. Er beißt ja die Frau. na klar, die machen uns bloß nach. Also, dass es den Menschen an Intelligenz fehlt, wusste ich. Aber das da ist ja wohl die Krönung. Kirk, was machen Der Sie denn Funkspruch hier? vom klingonischen Gefängnisplaneten. Was haben die ganz Ach du genau meine gesagt? Güte, was ist mit Ihren Händen? Wer war für den Angriff verantwortlich? War das Schiff Romulan? War das Schiff? Was ist mit meinem Mund los? Du hast eine taube Zunge? Taube Zunge? Da kann ich was machen. War das Schiff was? Romulan. Was? Romulaner. Romulanisch? Ja. Ich habe nichts gehört. Die Analyse des stabilen Vortex lässt darauf schließen, dass die Kerkovianer von ihrem Planeten in den interdimensionalen Raum weitergezogen sind. Vergessen Sie nicht, das später abzuräumen, Lieutenant. Okay. Klar. Was ich sagen wollte, die Scans vom Mond zeigen die Überreste von mehreren Kulturstätten. Mr. Kirk, räumen Sie Ihren Müll weg. Ist das Ihr Ernst? Fordern Sie mich nicht heraus, sonst werde ich Sie in der Luft zerreißen. Ich räum's ja weg. Emotionen müssen neu für Sie sein. Die Pubertät ist ein durch und durch herrlicher Mix aus Angst, Wut, sexuellen Reizen und Hunger. Ich habe auch Hunger. Doch ich bin auch traurig und frustriert. Und ich habe auch seltsame Gefühle, so erregende. Ich versteck mich nicht mehr. Ich weiß nicht, was so lustig daran ist, Garak.
Naja, ist das nicht ganz offensichtlich? Hier hocken wir nun und sind bereit für den Sturm auf die Festung, sind bereit, unsere Leben zu opfern bei dem edlen Versuch, die schreckliche Bestie Dominion in ihrer Höhle zu töten. Und dann scheitern wir schon an einer verschlossenen Tür. Vielleicht sollten wir ja an die Tür klopfen und die Jammer da fragen, ob sie uns reinlassen. Oder wir fragen sie einfach, ob sie den Wechselbalg rausschicken. Ja, wie gesagt, wir haben ein Problem. Aber ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, wie heiß der junge Spock sein würde. Ja, er steckt voller Überraschungen. Echt mal, sein Körper, sein Gesicht, die Ohren. Auch wenn wir uns erst auf diese neue Komplikation einstellen müssen, brauchen wir schnell eine Lösung. Ein Zeitreisender ist eine Bedrohung unserer Sicherheit. 2 sind. Ein Desaster. Du hast Erfahrung in Linguistik? Nein, Bock auf Uhura. Und wenn du mir das versaust, bringe ich dich um. Und Bäumler hilft dem lieben Spock. Er hatte nämlich das Wahlpflichtfach Materialsynthese an der Akademie. Aber nur so zum Spaß und so. Ganz toll. Ist ja nicht so, als ob Spock Hilfe von mir will. Ich könnte 2 weitere Hände gebrauchen. Sofern Sie nicht davor zurückschrecken, vielleicht eine davon zu verlieren. Was läuft denn da jetzt für ein Film, Spock lächelt? Einfach ignorieren, voll gruselig. Geht ja gar nicht. Hier sehen wir, wie die Festung namens Eizelle von vielen kleinen Kriegern bestürmt wird. Doktor, ich bin vertraut mit den physiologischen Prozessen der Sexualität. But shut up, Wesley. Shut up, Wesley? I point out that... Shut up, Wesley! Wie ich schon sagte, Commander, Lieutenant Barclay lässt ein recht ungewöhnliches Programm ablaufen. Das ist eine Verletzung der Vorschriften. Besatzungsmitglieder dürfen auf dem Holodeck nicht simuliert werden. Computer, dieses Programm abbrechen und löschen. Computer, der Befehl ist widerrufen. Counselor. Wenn Barclay Schwierigkeiten hat, sich der Realität zu stellen, dann wäre es ziemlich brutal, wenn man ihm seine einzige Rückzugsmöglichkeit zerstört. Nennen Sie das hier gesund? Sie nehmen die ganze Angelegenheit zu ernst. Die Situation entbehrt nicht einer gewissen Komik. Ich bin die Göttin der Sinne. Leg all deine Hemmungen ab und lass dich von Liebe, Wahrheit und Freude entführen. Oh, wie entzückend. Computer, löschen! Computer, Befehl widerrufen. Schon vergessen, wir wollen herausfinden, was den armen Mann beunruhigt. Du musst unbedingt versuchen, dich gut zu verkaufen. Gib ja nicht den existenzialistischen, düsteren Weltraumnomaden. Deine Persönlichkeit muss zu deinem Äußeren passen. Sei ruhig ein bisschen exzentrisch. Am Hut fehlt noch eine Feder. Commander Data? Ja, Captain? Mrs. Troy und ich sind gerade in eine interessante Diskussion verstrickt. Und zwar darüber, wie viele Kulturen es gibt, die nach dem Essen eine Danksagung praktizieren. Die Betasoiden zum Beispiel schlagen einen Gong an. Diese Art der Danksagung ist einmalig, aber es gibt etwas Ähnliches. Bei den Olans von Mare Jereto 6. Die benutzen 2 große Steine, die während des ganzen Essens gegeneinander geschlagen werden. Es muss so lange gespeist werden, bis die Steine zerbrochen sind. Während der Oligarchie auf Ativ Sphere benutzte man etwas ganz anderes. Data, das ist ja faszinierend. Das finden Sie doch auch, Mrs. Troy. Commander, wenn es Ihr Dienst erlaubt, wäre es schön, wenn Sie mit uns gemeinsam das Dessert einnehmen würden. Ich bin sicher, dass Mrs. Troy Ihre Gegenwart zu schätzen weiß. Was? Ich danke Ihnen, Sir. Ich bin schon auf dem Weg. Data Ende. Wie kommen Sie nur auf die Idee, ich könnte es gut finden, unsere gemeinsame Zeit mit diesem Automaten zu verbringen? Hi. Oh, Verzeihung, Captain, Admiral, Sie alle. Ich hätte klopfen sollen. Auch wenn das ziemlich zwecklos ist, weil die Türen meist von ganz allein aufgehen. Das ist, Anson, kommen Sie zum Punkt. Die Hibbecat-Wurzel ist sehr vielseitig. Sie dient der Medizin, der Diffraktionsoptik und man verwendet sie bei Schönheitsprodukten. Hier, fühlen Sie mal den Kopf an, wie weich er ist. Dank Hibbecat-Creme. Ich trage sie 2-mal pro Tag auf. Sie sehen, ein diversifiziertes finanzielles Unternehmen kann zu größeren Profiten führen und zu einer gesünder aussehenden Haut. Faszinierend. Ich würde gern mehr davon hören. Aber wenn Ihr Sohn nicht bald auftaucht, dann werde ich Sie leider töten müssen. Ja.
dieser Lärm? Mopsi. Mopsi. Oh, der Mopsi ist frei. Oh nein, ihr knuffigster Gefangener ist ausgebrochen. Was wollen wir denn jetzt nur tun? Sie verstehen das nicht. Alles hier ist über alle Maßen gefährlich. Das Mopsi trinkt deine Knochen. Ach du Raus, hier laufen sie um ihr Leben. Mopsi. Kennen Sie diese wunderschöne Melodie? Hören Sie zu. O sternenlose Nacht in grenzenlosem Schwarz. Diese wunderschöne Melodie ist ein Klagelied für Beerdigungen. Nun, wenn wir nicht schlafen können, müssen wir uns wohl eine andere Möglichkeit suchen, wie wir uns die Zeit vertreiben können. Wie wäre es, wenn wir alle singen? Ich könnte Ihnen ein paar talaxianische Rondos beibringen und ich kenne ein vulkanisches Beerdigungslied. Ganz zu schweigen von den Klassikern der klingonischen Oper. Also gut, Mr. Neelix. Seien Sie doch mal still! Computer, Orte Burnham. Commander Burnham ist nicht an Bord. Hast du sie gegessen? Au contraire, mon Capitaine! Er ist wieder da! Man hat mir vergeben. Computer? Computer? Oh. Hallo, Computer. Das da ist die Tastatur. Tastatur. Wie rückständig. Sesam, öffne dich! Wie gefällt Ihnen das? Furchtbar! Dieses Geräusch, wie die Wirbel gebrochen sind. Ich will nicht, dass das das Letzte ist, was ich höre. So laut war es nun auch wieder nicht. Sie haben nicht diese Ohren. Die Kontrollverbindung ist ausgefallen. Warnung. Warpkernbruch viel früher, als Sie denken. Wir müssen jemanden in den Warpkern schicken, versuchen ihn manuell einzustellen. Ein Überleben dieses Plasmastrahlungsniveaus ist ausgeschlossen. Der Doktor! Warnung. Letzte Chance, ein Held zu sein, Doktor. Legen Sie los. Alles in Ordnung? Ich fühle mich, als wäre ich zum zweiten Mal diese Woche vom Blitz getroffen worden. Na, was sagen Sie, Mr. Worf? Ein guter Tee. Ein schönes Haus. Warte, ich mache es dir vor. Pass mal genau auf. Es ist eher eine Art Gleiten. Und wenn du sitzt, dürfen deine Knie nicht auseinanderstehen. Dann entspanne deine Schultern und den Hintern straff halten. Was ist? Er sollte es an meiner Stelle lieber versuchen. Ich rede viel, wenn ich nervös bin. Meine Ausbilder meinen, ich muss daran arbeiten. Wieso bist du nervös? Ich überlege, ob ich dir sagen soll, dass du auf meinem Bett liegst. Ist das dein Ernst? Ich weiß, sie sehen gleich aus, aber ich bin allergisch gegen Polyester und viskoelastischen Polyurethanschaum. Dann schnarche ich chronisch. Deshalb sollte ich nie eine Zimmergenossin haben. Ist kein Problem. Für die Kinder. Vergessen Sie es, Kirk. Aber die Winterdecken. Die werden von Ihnen auf alle Fälle geliefert. Und wenn die Mönche die Decken nicht bekommen, werden Chief O'Brien und ich es sie sehr hart spüren lassen. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Mehr als klar.
Ist Ihnen aufgefallen, dass Ihr Busen schon viel straffer geworden ist? Darüber machen wir uns... Gehen Sie in mein Quartier und untersuchen Sie die Schutzwand neben dem Replikator. Hören Sie mir genau zu. Sie werden eine unechte Wandtäfelung bemerken. Dahinter ist ein Fach, das einen isolinearen Stab enthält. Wenn ich also nicht innerhalb von 78 Stunden zurück bin, möchte ich, dass Sie diesen Stab nehmen und ihn dann essen. Ihn essen? Sie scherzen. Ja, Doktor, das tue ich. Was ist das? Trinken Sie es. Gut, nicht? Das ist ein Getränk von der Erde. Johannisbeersaft. Ein Getränk für Krieger. Meinen Glückwunsch. Ihre Dehnung beträgt nun 10 Zentimeter. Sie können jetzt gebären. Heftigere Wehen sind jetzt die nächste Stufe. Sie sollten bei voller Dehnung einsetzen. Wieso beginnen Sie nicht? Ich weiß auch nicht. Es liegt sicher nicht an mir. Sie fangen eben an, wenn Sie anfangen. Die Computersimulation war irgendwie anders. Diese Entbindung verlief nach Vorschrift. Es tut mir schrecklich leid. Pressen Sie. Pressen Sie stark. Pressen Sie, Keiko. Pressen Sie. Pressen. Pressen. Fester pressen kann ich nicht. Das Baby erscheint mit dem Kopf zuerst. Gut, noch eine Kontraktion. Okay. Das ist sehr gut. Ich habe das Baby. Beta Anari riechen es, wenn man ihnen die Wahrheit verschweigt. Echt jetzt? Sie riechen auch, was man gegessen und mit wem man zuletzt geschlafen hat. Wenn es nicht zufällig dasselbe ist. Na, das ist ja gar nicht verstörend. Sie! Sehen Sie nicht, dass wir hier gerade sehr beschäftigt sind? Was wollen Sie? Ich bestellte mir ein Glas Pflaumensaft im Replikator des Speiseraums der Defiant und das war alles, was dabei herauskam. Komm mit Squawks. Squawks macht Spaß. Jetzt, spitzen Sie Ihre Ohren, wenn nicht alle Ihre kleinen Werbespots aus unserem System entfernt sind, bis ich aus dem Gamma-Quadranten wieder zurück bin. Dann werde ich wirklich ins Quarks kommen und glauben Sie mir, ich werde großen Spaß haben. Lay all the blame on me when you're the one whose idea of fun is. What am I saying to you in front of my crew? Darf ich etwas Neues von Focus 3 anbieten? Was ist? Ich glaube, dieses Getränk hat eine emotionale Reaktion hervorgerufen. Wirklich? Was fühlen Sie? Ich bin nicht ganz sicher. Weil ich wenig Erfahrung mit Emotionen habe, bin ich unfähig, das Erlebte deutlich zu artikulieren. Emotionen? Das erkläre ich später. Er findet es wohl ganz scheußlich. Ja, genau so ist es. Es ist scheußlich. Data, ich glaube, der Chip funktioniert. Oh ja, ich hasse es. Es ist widerlich. Mehr? Bitte. Wer bist du, dass du dir das Recht nimmst, uns Vorschriften zu machen? Deine Ignoranz ist erstaunlich. Ich bin Voxwana Troy, Tochter des 5. Hauses, Bewahrerin des heiligen Kelches von Rix, Erbin des Ringes von Betaset. Wer bist du? Ich halte das hier nimmer länger aus. Die Mauern. Die Mauern scheinen mir immer näher zu kommen. I protest. I am not a merry man. Ich habe gelernt, Star Trek bringt dich nicht nur zum Staunen, sondern auch zum Schmunzeln. Und das, meine Freunde, ist eine Kunst, die in der heutigen Serienlandschaft gar nicht so leicht zu finden ist. Miau. Und je älter ich wurde, ja auch Katzen werden weiser, desto mehr habe ich gemerkt, hinter all dem Glanz der Sternenflotte, hinter Phasergefechten und witzigen Momenten, steckt die Kernessenz von Star Trek, die Gesellschaftskritik. Star Trek war nie einfach Sci-Fi zum Abschalten. Es war und ist ein Spiegel für unsere Ängste, unsere Vorurteile, unsere Chancen. Rassismus, Krieg, soziale Ungleichheit, Genderrollen, Umweltzerstörung, KI-Ethik. Alles verpackt in Geschichten, die oft weitergehen, als es die Realität erlaubt hätte.
Und das nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern clever, nachdenklich, manchmal sogar mit einem Lächeln. Manche Folgen haben mehr über unsere Welt ausgesagt als so mancher Nachrichtenbericht. Und genau das hat Star Trek für mich zu mehr gemacht als nur einer Serie. Es wurde eine Haltung, eine Idee, ein Ideal. Den folgenden und letzten Spot für heute widme ich gesellschaftskritischen Beispielen aus dem Star Trek-Universum, die mich am meisten faszinierten. Ach, Kirk, mein alter Freund. Kennst du das klingonische Sprichwort, das sagt, die Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird? Es ist sehr kalt. Im Weltraum. Im zweiten Star Trek Kinofilm rächt sich ein genetisch optimierter Mensch, Khan, für seine Aussetzung auf einem Planeten, dessen Umweltbedingungen unverhoffterweise unfreundlicher wurden. Gentechnik ohne Ethik endet selten harmonisch. Ich werde ihn jagen um die Monde von Nibia und durch den Antares-Malstrom und durch die Flammen der ewigen Verdammnis, bevor ich ihn aufgebe. Ich werde dich so zurücklassen, wie du mich. Für alle Ewigkeit. Ausgesetzt auf einem nackten, toten Planeten. Begraben. Lebendig begraben. In Star Trek Prodigy erfährt Dal, dass er das Produkt genetischer Experimente ist, geschaffen aus der DNA verschiedener Spezies. Als er sich der Sternenflotte anschließen will, wird ihm genau deshalb der Zutritt verweigert. Sein Traum, Teil der Föderation zu werden, droht daran zu scheitern. Nicht wegen seines Charakters, sondern wegen seiner Herkunft. Und was diesen Augment betrifft, dessen Namen Sie bewusst unerwähnt gelassen haben, sein Name lautet Dal RL. Wurde er gentechnisch erschaffen? Ja. Wurde er in jeder Hinsicht optimiert? Sehen Sie sich ihn an. Natürlich nicht. Aber er hat ein größeres Herz als sonst irgendwer in diesem Raum. Das weiß ich. Die Föderation besteht aus über 150 verschiedenen Spezies. Dals DNA enthält insgesamt 26 davon. Also frage ich Sie, gibt es eine bessere lebende Verkörperung dessen, was unsere Allianz repräsentiert? Selbst wenn du alles richtig machst, manchmal stehen dir Vorurteile und institutionelle Regeln im Weg. Ein starkes Thema, besonders für eine Serie, die sich auch an ein jüngeres Publikum richtet. Im dritten Star Trek Kinofilm stellt sich die Crew der Enterprise gegen die Befehle der Sternenflotte, um einen Freund zu retten. Leben Sie lange und in Frieden. Eine Auseinandersetzung blinder Regelbefolgung versus moralischer Verantwortung. Jim. Ihr Leben und Ihre Karriere sind gleichbedeutend mit rationalem Verhalten, frei von irrationalen Spekulationen. Wenn Sie noch lange so weitermachen mit diesen emotionalen Reaktionen, werden Sie sich zerstören und alles verlieren. Haben Sie mich verstanden, Jim? Ja. Ich musste es versuchen. Natürlich. Vielen Dank für den Drink. Gern geschehen. Was haben Sie erreicht, Sir? Erreicht? Gar nichts. Aber ich werde trotzdem fliegen. Sie können mit uns rechnen, Sir. Das Angebot nehme ich an. Manchmal ist das Richtige nicht das Erlaubte. In einer Deep Space Nine-Episode fälscht Sisko Beweise, um die Romulaner in den Krieg zu ziehen. Ein kalkulierter moralischer Dammbruch. Das hier ist Trek im Schattenmodus. Kein einfacher Idealismus, sondern ein bitteres Ringen mit Ethik im Ausnahmezustand. Deshalb kam sie zu mir. Ist es nicht so, Captain? Weil Sie ganz genau wussten, dass ich diese Dinge machen kann, die Sie auf keinen Fall machen dürfen. Es hat funktioniert und Sie werden erhalten, was Sie wollen. Ein Krieg zwischen den Romulanern und dem Dominion. Und wenn Ihr Gewissen Ihnen Probleme bereitet, dann sollten Sie es mit dem Wissen besänftigen, dass Sie vielleicht gerade den gesamten Alpha-Quadranten gerettet haben und dass der Preis dafür lediglich das Leben eines romulanischen Senators, eines Kriminellen und die Selbstachtung eines Sternenflottenoffiziers war. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich sehe es als eine Art Sonderangebot. Der Zeitgeist wird hier nicht zitiert, sondern zerrissen.
Und das wirkt bis heute nach. Während V'Ger im ersten Star Trek Kinofilm Perfektion sucht und dabei unvollkommene Lebensformen vernichtet, finde ich den gespiegelten Aspekt hier bemerkenswert. Admiral Kirk wird beauftragt, die Bedrohung für die Menschheit zu stoppen und degradiert dabei den jungen Captain Decker aus Gründen wie Egoismus und Neid. Ich übernehme den Platz in der Mitte. Was tun Sie? Ich übernehme das Kommando der Enterprise. Sie bleiben als leitender Offizier an Bord unter vorübergehender Zurückstufung zum Kommando. Sie übernehmen persönlich das Kommando? Ja. Darf ich fragen, wieso? Meine Erfahrung. Ich habe schließlich 5 Jahre das Schiff da draußen befehligt. Ich bin mit der Enterprise vertraut und mit der Crew. Admiral, dies ist eine fast vollkommen neue Enterprise. Sie kennen sie nicht mal ein Zehntel so gut wie ich. Deshalb bleiben Sie auch an Bord. Tut mir leid, Will. Nein, Admiral. Es tut Ihnen nicht leid. Nicht mal ein bisschen. Ich erinnere mich, als Sie mich für das Kommando empfohlen haben. Sie sagten mir, wie sehr Sie mich beneiden und wie sehr Sie hoffen, irgendwann wieder Raumschiffkommandant zu werden. Nun, Sir, jetzt ist es wohl soweit. Melden Sie sich auf der Brücke, Commander. Umgehend. Ja, Sir. Eine Kritik an technischer und menschlicher Überheblichkeit und kaltem Fortschrittsglauben. Spock muss in der animierten Serie in seine eigene Kindheit zurückreisen, um sein jüngeres Ich vor dem Tod zu retten. Dabei erleben wir nicht nur emotionale Flashbacks, sondern auch eine schmerzhafte Auseinandersetzung mit Ausgrenzung, Identität und der Frage, wie wird man zu dem, der man ist? Erdling! Barbarischer, emotionaler Erdling! Du bist ein Mischling, Spock! Du wirst nie ein richtiger Vulkanier werden! Das ist nicht wahr! Mein Vater hat Schande über Vulkan gebracht! Er hat eine Erdenfrau geheiratet! Du beherrschst ja noch nicht einmal den einfachen vulkanischen Nackengriff, Erdling! Bitte verzeihen Sie, Besucher. Ich bedauere, dass Sie Zeuge einer so unpassenden Gefühlsäußerung meines Sohnes werden mussten. Die Familie ist der ruhende Pol. In 22 Zeichentrickminuten mehr Herzenssubstanz als in mancher Kinostunde. Im 9. Star Trek Kinofilm soll eine kleine friedliche Kolonie für Forschungsgewinnung geopfert werden. Eine klare Kritik an Kolonialismus, Enteignung und ethischer Grauzonen im Namen des Fortschritts. Sie wollen nicht mitten im Briar Patch leben. Wer würde das gern? Die Baku. Wir sind dabei, die Prinzipien zu verraten, auf die die Föderation gegründet wurde. Das ist ein Angriff auf ihre Grundwerte. Damit vernichten wir die Baku. So wie andere Kulturen bei jeder gewaltsamen Umsiedlung in der Geschichte vernichtet worden sind. Jean-Luc, wir wollen gerade mal 600 Menschen umsiedeln. Wie viele Menschen sind nötig, Admiral, bevor aus Recht Unrecht wird? 1000? 50.000? 1 Million? Wie viele Menschen sind nötig, Admiral? Ich befehle den Abflug ins Gorensystem. Und ich befehle Ihnen die Freilassung der Sona-Offiziere. Protestnoten können Sie schreiben, so viel Sie wollen, Captain. Und während Sie das tun, schreiten wir zur Tat. Die Föderation ist nicht immer der Gute. In einer Folge des nächsten Jahrhunderts wird Captain Picard bei einer verdeckten Mission vom kardassianischen Militär gefangen und gefoltert. Während seiner Gefangenschaft wird versucht, ihn psychisch zu brechen. Da sind 4 Lichter. Nein, das sind 5 Lichter.
Wie viele sehen Sie jetzt? Sie sind 6 Jahre alt. Sie sind schwach und hilflos. Sie können mir nicht wehtun. Wie viele? Diese Folge zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie sehr autoritäre Systeme darauf bauen, dass Menschen irgendwann das sagen, was erwartet wird, und nicht das, was wahr ist. Aber noch schlimmer war, ich war so weit, dass ich dachte, ich sehe wirklich 5 Lichter. Die Parallelen zu realen politischen Konflikten und Regimen sind nicht zu übersehen. Im 10. Star Trek Kinofilm will ein künstlich erschaffener Klon seinen Platz erkämpfen. Was hat das alles zu bedeuten? Es geht um das Schicksal, Picard. Es geht um einen remanischen Geächteten. Sie sind kein Remaner. Und ich bin kein richtiger Mensch. Also was bin ich? Mein Leben ist bedeutungslos, solange Sie noch leben. Was bin ich, solange Sie existieren? Ein Schatten? Ein Echo? Wenn Sie ein Problem mit mir haben, wenden Sie sich an mich. Diese Sache hat nichts mit meinem Schiff zu tun und nichts mit der Föderation. Aber sicher doch. Wir werden uns nicht länger beugen vor niemandem, als wären wir Sklaven. Nicht vor den Romulanern und nicht vor ihrer großmächtigen Föderation. Wir sind eine Rasse, die zur Kriegsführung geboren ist. Und zur Eroberung. Sind Sie bereit, den gesamten Quadranten in einen Krieg zu stürzen, nur um Ihre persönlichen Dämonen zu befriedigen? Es versetzt mich in Erstaunen, wie wenig Sie sich selbst kennen. Ich bin zu einer solchen Handlung nicht fähig. Sie sind ich, Picard! Dasselbe noble Picard-Blut fließt durch unsere Adern. Hätten Sie mein Leben gelebt, würden Sie genau dasselbe tun wie ich. Also schauen Sie in den Spiegel und sehen Sie sich selbst. Denken Sie darüber nach, Captain. Ich kann mir keine größere Qual für Sie vorstellen. Shinson, ich bin auch ein Spiegel für Sie. Jedoch nicht mehr lange, Captain. Ich fürchte, Sie werden nicht mehr so lange leben, um Zeuge zu sein, wenn das Echo über die Stimme siegt. Eine düstere Betrachtung über Identität, Herkunft und dem Wunsch, gesehen zu werden. Manche Schatten werfen wir selbst. In einer Folge der Originalserie werden 2 Außerirdische gezeigt, die sich nur durch ihre Gesichtsfarbe seitenverkehrt unterscheiden. Schwarz-Weiß versus Weiß-Schwarz. Sie hassen sich bis aufs Blut. Die Folge ist so unsubtil wie eine Ohrfeige, aber genau das macht sie effektiv. Ihr wart das Produkt unserer Liebe. Und habt sie uns mit Mord vergolten. Warum sollte ein Sklave mit seinen Unterdrückern Gnade üben? Sklave? Das hat man vor Tausenden von Jahren abgeschafft. Ihr wurdet befreit. Befreit? Wo waren wir freie Menschen? Frei genug, um Ehemänner und Väter zu sein? Frei für ein gleichberechtigtes, würdevolles Dasein? Ja, ihr wart frei, aber was ihr anzufangen wusstet mit eurer Freiheit, war Mord und Niederbrennen dessen, was wir für euch aufbauten. Ich habe versucht, 100 Millionen von ihren Fesseln zu befreien. Mein einziges Verbrechen ist, dass mir das misslang. Dessen bekenne ich mich schuldig. Jede Entwicklung braucht ihre Zeit. Er wollte Utopia an einem einzigen Tag erschaffen. Das ist unmöglich. Das ist nicht wahr. Doch dein Denken erlaubt Entwicklung nicht einmal in 10.000 Jahren. Für dich sind wir verachtenswerte Wesen, die, was sie waren, bleiben sollen. In eurem Utopia soll mein Volk ausgemerzt werden. Du dreckiger, verfluchter Prophet des Untergangs. Du armseliger Beschmutzer jedes großen, erhabenen Gedankens. Rassismus wird hier knallhart auf den Punkt gebracht mit dem typischen Idealismus von Classic Trek. Wir müssen besser sein. In einer Voyager-Episode verschmilzt Neelix und Tuvok durch einen Transporterunfall zu einem neuen Wesen, Tuvix. Er entwickelt seine eigene Identität, findet Freunde und will leben. Doch Captain Janeway entscheidet, ihn zu trennen und damit zu töten, um ihre Crewmitglieder zurückzubekommen. Nein. Ich gebe Ihnen den Befehl, mich zu begleiten.
Sicherheit auf die Brücke. Commander, werden Sie tatenlos zusehen, wie sie einen Mord begeht? Mr. Ayala! Lieutenant Paris. Sie... Sieht denn niemand ein, dass das ein Unrecht ist? Lassen Sie ihn los. Sie alle werden damit leben müssen. Und das tut mir wirklich leid. Ihr alle seid nämlich gute Leute. Die allerbesten. Meine Kollegen. Meine Freunde. Ich werde euch verzeihen. War das Mord aus Pflichtgefühl oder die schwerste Entscheidung ihres Lebens? Die Star Trek-Ideale kämpfen hier mit einer Grauzone, die bis heute diskutiert wird. Ich erfasse mit den chirurgischen Zielscannern die Isotopsonde. Ich initiiere die Trennungssequenz. Energie. Neelix. Hallo, Liebling. Glückwunsch, Captain. Mr. Tuvok, Mr. Neelix, schön, Sie wieder zu haben. Im 5. Star Trek Kinofilm führt Fanatismus die Crew der Enterprise in Gefahr. Eine Kritik an religiösem Extremismus und der Suche nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Shakari. Der Ursprung. Himmel. Der Garten Eden. Nennt es wie ihr wollt. Die Klingonen nennen es Squitu. Die Romulanier Vortavor. Das andorianische Wort ist unaussprechbar. Alle Kulturen teilen diesen Traum von einem Ort, an dem die Schöpfung begann. Doch für uns wird dieser Traum bald wahr sein. Wahr ist, dass ich auf meinem eigenen Schiff gefangen bin. Woher nehmen Sie diese Kraft, die Leute so zu manipulieren? Nicht doch, ich manipuliere sie nicht. Ich befreie sie. Wie? Ich führe sie an ihren Schmerz und dadurch gewinnen sie Kraft. Nach dieser Erfahrung gibt es keine Furcht mehr. Das sind doch billige Psychotricks, Gehirnwäsche. Dein Schmerz ist der tiefste von allen. Was? Ich spüre es genau. Du nicht. Leonard. Ich bin hier. Ich bin bei dir, Dad. Leonard. Erlöse mich. Das kann ich nicht. Aber wie soll ich ertragen, sein Leiden mit anzusehen? Du bist doch Arzt. Ich bin sein Sohn.
hast du das getan? Ich wollte, dass er in Würde geht. Das war noch nicht das Schlimmste. Nein. Habe ich recht? Nein. Teile mit mir, wie es war. Kurze Zeit später hätte ich ihn vielleicht heilen können. Sie hatten ein Mittel gefunden. Wenn du ihn getötet hättest, würde er noch leben. Nein, ich habe ihn erlöst. Aus Liebe zu ihm. Du hast getan, was du für richtig gehalten hast. Ja, nein. Ja. Du musst diesen Schmerz herauslassen. Er hat deine Seele lange genug vergiftet. Jetzt hast du den ersten Schritt gemacht. Den weiteren Weg werden wir zusammen gehen. Wenn dir jemand sagt, er hat Gott gefunden, frag nach dem Beweis. In einer Enterprise-Episode mit Captain Archer wird ein drittes Geschlecht in einer fremden Kultur unterdrückt. Trip versucht zu helfen, doch es endet tragisch. Diese Folge hinterfragt, wie weit man eingreifen darf und wann moralische Überzeugung kolonial wirkt. Komm rein. Du wolltest mich sprechen? Gerade habe ich erfahren, dass der visianische Kogenitor tot ist. Was? Und wie? Selbstmordtrip. Sie hat sich umgebracht. Das begreife ich nicht. Wieso? Es ist meine Schuld. Ich bin verantwortlich. Damit hast du verdammt recht. Es geht nicht nur um sie. Aufgrund dieses Zwischenfalls wird ein Kind nicht geboren werden. Zumindest für eine lange Zeit nicht. Du musst endlich lernen, die möglichen Auswirkungen deiner Handlungen abzuwägen. Du warst schon immer impulsiv. Vielleicht wird dir dies eine Lehre sein. Ich verstehe. Wirklich? Ich bin mir da nicht so sicher. Du wusstest, dass du nicht das Recht hattest, dich in deren Belange einzumischen. Aber du konntest es ja nicht lassen. Du glaubtest, das Richtige zu tun. Ich wäre wohl einverstanden, wären wir in Florida oder Singapur. Aber dort sind wir nicht. Habe ich recht? Wir sind im tiefen Raum. Und eine Person ist tot. Eine Person, die noch leben würde, hätten wir nicht den ersten Kontakt hergestellt. Ich schätze, es ist mir nicht besonders gut gelungen, dir das wirklich bewusst zu machen. Wäre mir das gelungen? Hättest du vielleicht etwas mehr nachgedacht, bevor du das getan hättest. Du bist nicht verantwortlich. Wegtreten. Für eine oft unterschätzte Serie ist das ein echtes Brett. Im 4. Star Trek Kinofilm reist die Crew der Enterprise in die Vergangenheit, um 2 Buckelwale zu retten. Ein knallharter Umweltappell im Sci-Fi-Gewand. Es ist sehr zu bedauern, dass Ihr größter Feind bei weitem gefährlicher ist. Sie meinen den Menschen? Ja, das ist richtig. Solange wir zurückdenken können, hat der Mensch die Wale für die verschiedensten Zwecke getötet. Für viele Produkte, die heute synthetisch hergestellt werden können, müssen viele Wale qualvoll sterben. Vor 100 Jahren erlegte der Mensch die Wale mit Harpunen. Aber das ist noch gar nichts im Vergleich zu den Grausamkeiten dieses Jahrhunderts. Und das Ergebnis dieser menschlichen Gier ist, dass die Wale kurz vor ihrer totalen Ausrottung stehen. Fast verschwunden ist heute schon der Blauwal. Das größte Geschöpf, das je auf der Erde gelebt hat. Trotz aller Versuche, den Walfang zu verbieten, gibt es immer noch Länder und illegale Fänger, die diese friedlichen Kreaturen abschlachten, um sich daran zu bereichern. Von den Hunderttausenden von Buckelwalen, die vor Jahren die Erde bevölkerten, haben weniger als 10.000 das Massaker überlebt. Und die heute gefangen werden, sind noch nicht einmal richtig ausgewachsen. Das Gemeinste aber ist, dass sie auch viele weibliche Wale töten, die geschützt werden müssten, weil sie trächtig sind. Diese Wale völlig auszurotten, ist doch eigentlich nicht logisch. Wo steht geschrieben, dass die Menschen logisch sind? Mehr Öko geht kaum und das mit Humor und 80s-Vibes. Picard, einst als Locutus von Borg assimiliert, wird mit der bitteren Realität konfrontiert.
Viele sehen in ihm nicht das Opfer, sondern den Mittäter. Was für ihn eine traumatische Erfahrung war, bedeutet für andere Schmerz, Verlust und unerfüllte Gerechtigkeit. Du bist immer so verflucht hart zu dir selbst gewesen. Du weißt nichts, Robert. Du hast keine Ahnung. Sie haben mir meine Persönlichkeit genommen. Sie haben mich benutzt, um zu töten und alles zu zerstören. Ich konnte sie nicht davon abbringen. Ich hätte in der Lage sein müssen, sie daran zu hindern. Ich hab's versucht. Ich hab's immer wieder versucht. Aber ich war nicht stark genug. Ich war nicht gut genug. Ich hätte fähig sein müssen, sie davon abzubringen. Ich hätte es verhindern müssen. Wie schön. Mein Bruder ist noch ein Mensch, trotz allem. Ich wurde von der Sternenflotte darauf aufmerksam gemacht, dass Sie Einwände gegen meinen Auftrag haben könnten. Ich habe geglaubt, dass Sie, nachdem Sie 3 Jahre in den Utopia-Planitia-Höfen verbracht haben, gerne ein Kommando übernehmen würden. Mein Sohn muss ohne Mutter aufwachsen, Captain. Hier ist für die Erziehung nicht die ideale Umgebung. Als Offiziere der Sternenflotte können wir leider nicht immer den Luxus beanspruchen, in die ideale Region versetzt zu werden. Das ist mir klar, Sir. Und ich erwäge zurzeit ernsthaft die Möglichkeit, in den Zivildienst auf die Erde zurückzukehren. Dann wäre es vielleicht angebracht, wenn sich das Sternenflottenkommando nach einem Ersatz umsieht. Das wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Ich werde das prüfen. Bis es soweit ist, werden Sie Bis allerdings... es soweit ist, Captain Picard, werde ich die mir übertragene Aufgabe nach besten Kräften ausführen, Sir. Hat Ihnen Ihr lieber Vater von unserem ersten Aufeinandertreffen erzählt? USS Constance, Sternzeit 4400 2,3? Also echt, kommen Sie. Sie haben bestimmt schon mal was von der Schlacht von Wolf 359 gehört. 40 Föderationsschiffe gegen einen Borg-Kubus. Ich war einfacher Ingenieur, nur ein Schmiermaxe. Und eine Sekunde später... Boom. So als würde der Weltraum selbst brennen. 50 von uns haben es zu den Rettungskapseln geschafft. Aber oh, es war nur noch eine da. 10 Sitze. 11.000 Tote. Wissen Sie, wo er an dem Tag war? Ihr alter Herr? Er war auf diesem Borg-Kubus und hat die Welt in Brand gesteckt! Vergessen Sie den schrägen Scheiß, der auf der Stargazer abgegangen ist. Die wahren Borg sind noch immer da draußen. Und sie haben einen Namen für sie. Locutus von Borg. Der einzige Borg, der so tödlich war, dass sie ihm einen scheiß Namen gegeben haben. Das reicht jetzt. Nein. Nein. Schon gut. Ich kann es verstehen. Computer, Ausgang. Hier wankt das Denkmal, denn plötzlich steht da ein alter Mann mit Schuldgefühlen. Im 8. Star Trek Kinofilm muss Picard lernen, dass Rache nicht über Prinzipien zu stellen ist. Eine Auseinandersetzung mit posttraumatischem Stress, Vergeltung und der Gefahr, selbst zum Monster zu werden. Ich war mit ihrem Gehirn verbunden. Jede Spur von Individualität gelöscht. Ich war einer von ihnen. Sie können sich vorstellen, meine Teure, ich sehe die Borg unter einem ganz besonderen Blickwinkel und ich weiß, wie man sie bekämpft. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich habe zu arbeiten. Ich bin solch ein Idiot.
Es ist so einfach. Die Borg haben sie verletzt und jetzt wollen sie es ihnen heimzahlen. In meinem Jahrhundert erliegen wir nicht mehr der Rache. Unsere Sensibilität ist weiterentwickelt. Blödsinn! Ich habe ihren Gesichtsausdruck gesehen, als sie die Borg auf dem Holodeck erschossen haben. Sie haben es doch geradezu genossen. Wie können Sie es wagen? Kommen Sie, Captain, Sie sind doch nicht der erste Mann, für den es ein Nervenkitzel ist, jemanden zu ermorden. Ich sehe sowas andauernd. Raus hier! Und wenn nicht, dann töten Sie mich? Wie Sie Fähnrich Lynch getötet haben? Ihn zu retten war unmöglich. Sie haben es nicht mal versucht. Wo war da Ihre weiterentwickelte Sensibilität? Ich habe keine Zeit für sowas. Ach ja, tut mir leid. Ich wollte Ihre kleine Jagd nicht unterbrechen. Captain Ahab muss ja auf die Jagd nach seinem Wal. Was? Sie haben doch Bücher im 24. Jahrhundert. Hier geht es nicht um Rache. Lügner! Hier geht es um die Rettung der Zukunft der Menschheit. Jagen Sie das verdammte Schiff in die Luft! Nein! Nein! Ich werde die Enterprise nicht opfern. Wir haben schon zu viele Kompromisse gemacht, zu viele Rückschläge erfahren. Sie dringen in unseren Raum ein und wir weichen zurück. Sie assimilieren ganze Welten und wir weichen zurück. Doch jetzt nicht. Hier wird der Schlussstrich gezogen. Bis hierher und nicht weiter. Und ich werde Sie bezahlen lassen für Ihre Taten. Selbst der edelste Captain ist nicht frei von Dunkelheit. Die Crew der Discovery gerät in ein Paralleluniversum, in dem Macht, Angst und Gewalt herrschen. Das genaue Gegenteil der Föderationsideale. Die Konfrontation mit dieser dunklen Version veranschaulicht, wie wichtig Werte und Moral sind. Wenn alles auf den Kopf gestellt ist, erkennt man erst, wie wichtig Prinzipien wirklich sind. Ich wünschte, du würdest eine andere Sprache verstehen. Aber hier, wo Stärke Macht bedeutet und Terror Liebe, dringe ich anders nicht zu dir vor. Ein düsterer, aber relevanter Spiegel für die Frage, ob der Star Trek-Zeitgeist noch lebt oder längst verdrängt wurde. Im 6. Star Trek-Kinofilm stehen die Klingonen und die Föderation kurz vor dem Frieden, doch Rassismus und politische Intrigen bedrohen alles. Eine klare Spiegelung des Kalten Krieges und der Angst vor Veränderung. Sie haben die Föderation verraten. Jeder von Ihnen. Und was glauben Sie, haben Sie getan? Ich wollte die Raumflotte retten. Den Klingonen darf man nicht vertrauen. Sir, das sagten Sie doch selbst. Die haben Ihren Sohn getötet. Wollten Sie nicht selbst Gorkons Tod? Lasst sie sterben, haben Sie gesagt. Oder habe ich Sie da falsch verstanden? Sie hatten recht damit. Die haben mit uns konspiriert, um ihren eigenen Kanzler zu töten. Wie vertrauenswürdig sind solche Figuren? Klingonen verschwören sich mit Föderationsmitgliedern für so eine Sache? Wer wollte das? Alle, die in diesem Frieden Nachteile oder Gefahren sehen. Namen, Lieutenant. Meine Kameraden werden dafür sorgen, dass ihre Verbindung zur Basis gestört wird. Wozu Namen? Namen, Lieutenant. Ich kann mich an keine Namen mehr erinnern. Das ist eine Lüge. Eine Entscheidung. Was ist hier passiert? Was bedeutet dieser Auftritt? Es geht um die Zukunft, Madame Kanzler. Einige meinen, diese Zukunft wäre das Ende der Geschichte. Ich meine, es fängt gerade jetzt eine neue Zukunft an. Ihr Vater nannte die Zukunft das unentdeckte Land. Viele Leute fürchten sich vor Veränderungen. Sie verwirklichen die Vision meines Vaters. Und Sie die meines Sohnes.
Vertrauen ist schwer, Frieden noch schwerer. In einer Episode von Strange New Worlds wird Una vor Gericht gestellt, weil sie ihre genetische Modifikation verschwiegen hat, was in der Föderation wegen den eugenischen Kriegen, man erinnere sich an Khan, illegal ist. Doch statt sich zu verstecken, kämpft sie für ihr Recht, trotz biologischer Veränderung als Sternenflottenoffizierin anerkannt zu werden. Hier geht es nicht nur um Gesetze, sondern darum, wie tolerant die angeblichen Ideale der Zukunft wirklich sind. Captain Battelle hat recht. Dauerhafte genetische Veränderungen sind illegal, nach Föderationsrecht. Sklaverei war einst legal. Apartheid war legal. Diskriminierung von Lebewesen aufgrund ihres Glaubens, ihrer Sexualität, ihres Geschlechts oder ihrer Hautfarbe. War alles irgendwann einmal legal. Ein Gesetz macht etwas noch lange nicht gerecht. Ich sage nicht, dass die Föderation Schaden anrichten will. Ihre Erfahrungen mit genetischen Veränderungen, den eugenischen Kriegen, waren furchtbar. Der Schmerz, der die Erde heimgesucht hat, ist unvorstellbar. Die Föderation hat infolgedessen eine Utopie erschaffen. Und in dem ständigen Bemühen, diese Utopie zu schützen, wurde sie von einer jahrhundertealten Angst geblendet, sodass sie inzwischen, vielleicht unwissentlich, Andersdenkende verfolgt. Meine Mandantin ist nur hier, weil sie ist, wer sie ist. Und weil sie geglaubt hat, nicht anders zu können, als diese Tatsache zu verbergen. Genau wie die Millionen vor ihr, die verbergen mussten, woran sie glauben, wen sie lieben oder wie sie aussehen. Weil sich deswegen andere unwohl gefühlt haben. Weil deswegen andere Angst hatten. Wenn das Gesetz nicht gerecht ist, dann frage ich Sie, wie können wir denen vertrauen, die das Gesetz um der Gerechtigkeit willen geschaffen haben? Alles, worum ich Sie heute bitte, ist, dass Sie in sich nach Ihrem besseren Selbst suchen und das Gesetz berücksichtigen, das meine Mandantin begünstigt, und zwar mit der gleichen Objektivität wie die Gesetze, die sie ausschließen würden. Vor vielen Jahren riefen die Ideale der Sternenflotte eine junge Frau auf die andere Seite der Galaxis zum Dienst. Suchen Sie diese Ideale in sich selbst. Gewähren Sie Una Chin Riley das Asyl, um das sie eindeutig ersucht hat. Eine kraftvolle Rückbesinnung auf Star Treks zentrale Botschaft, Inklusion, Mitgefühl und Mut, Prinzipien zu überdenken. Im Star Trek Kinofilm aus dem Jahr 2009 wird Vulkan aus Rache vernichtet. Eine Geschichte über Ignoranz, Angst und wie leicht Vielfalt durch Gewalt ausgelöscht werden kann. Mein Ziel, Christopher, ist nicht einfach nur die Zerstörung des Planeten zu vermeiden, den ich liebe, sondern ein Romulus zu schaffen, das frei existiert, befreit von der Föderation. Denn nur dann werden wir wahrhaftige Rettung erfahren. Und deswegen werde ich alle verbleibenden Planeten der Föderation zerstören, beginnend mit Ihrem. Dann haben wir nichts mehr zu diskutieren. Sie werden mir die Frequenzen verraten, um die Verteidigung der Erde auszuschalten. Centaurianische Schnecken. Sie klammern sich an den Hirnstamm und setzen ein Gift frei, das sie dazu zwingt, zu antworten. Frequenzen, bitte, Sir. Christopher Pike, Captain der USS Enterprise. Wie Sie wollen. Highspeed-Action mit einem Schuss tragischer Relevanz. Im 7. Star Trek Kinofilm will Soren in eine Art Himmel kommen, koste es, was es wolle. Es war, als lebte man im Innern des Glücks. Als ob das Glück etwas Greifbares wäre, in das man sich einwickelt wie in eine Bettdecke. Und in meinem ganzen Leben hatte ich nie wieder ein solches Gefühl der Zufriedenheit. Und dann wurden Sie von dort weggebeamt. Weggezerrt, gewalttätig herausgerissen. Keiner von uns wollte gehen. Ich hätte damals alles getan, alles, um wieder zurückzukehren. Doch als ich erkannte, dass das nicht möglich war, habe ich gelernt, damit zu leben. Und was ist mit Soren? Wenn er noch davon besessen ist, dann ist er ein sehr, sehr gefährlicher Mann. Warum sollte er eine Sonne zerstören?
danke Ihnen keinen. Wenn Sie je dorthin wollen, dann wird alles andere für Sie völlig unwichtig sein. Dieses Schiff, Soren, ich, einfach alles. Sie werden sich wünschen, stets im Nexus zu sein. Sie werden nie wieder zurück wollen. Eine Reflexion über Sinnsuche, Egoismus und das Streben nach ewiger Glückseligkeit. Im Star Trek-Kinofilm Into Darkness wird ein Terroranschlag Vorwand für Aufrüstung und Rache. Eine klare Parallele zur Post-9/11-Politik und dem moralischen Verfall unter dem Deckmantel der Sicherheit. Ist doch jetzt nicht wirklich Ihr Ernst, oder? Admiral, räumen Sie den Stuhl. Sie sollten besser aufhören und nachdenken, was Sie da tun, Kirk. Vergessen Sie nicht, was Sie auf Kronos getan haben. Sie sind auf einem feindlichen Planeten gelandet. Sie haben eine klingonische Patrouille vernichtet. Selbst wenn Sie unerkannt entkommen konnten. Es wird Krieg geben. Und wer soll uns dann führen? Sie! Wenn ich nicht das Sagen habe, wird unsere Zivilisation entscheidend geschwächt. Also, wenn Sie mich heraushaben wollen, dann müssen Sie mich umbringen. Wie viel Freiheit opfern wir für Sicherheit? In einer Episode von Lower Decks wird Erdnuss-Snackbox vorgestellt. Es handelt sich hierbei um eine künstliche Intelligenz im Werkzeugkastendesign. Die Anerkennung ihrer Lebensform wurde für diese Werkzeugkastenspezies in einer TNG-Folge thematisiert. Erdnuss-Snackbox ist eine exzentrische KI, bekommt wegen Fehlverhalten eine zweite Chance und verspielt sich spektakulär durch Egoismus, nachdem sie leidenschaftlich, ich nenn's mal, vögelt. Aber unsere Physis ist zu unterschiedlich. Deine ist schon recht komplex. Ja, aber wie sollen wir dann? Ach, irgendwie geht Flügeln doch immer. Na gut, dann habe ich die Dogmani eben hergerufen. Aber es war für einen guten Zweck. Ihr habt die Schiffe nicht gewollt und ich wollte der Sternflotte irgendwie beweisen, dass ich eine Heldin bin, damit sie mich wieder aufnehmen. Ich konnte doch nicht ahnen, dass die alten Kästen noch funktionstüchtig sind. Ich meine, die wurden von Organischen gebaut, die Sachen noch Stroh bauen. Also wer kommt denn auf sowas? Aber Erdnuss... So, meine Güte, halt doch mal deinen Schnabel und lass dir besser einen anständigen wachsen. Ich versauere doch mein ewig langes robotisches Leben nicht auf einem behämmerten Vogelplaneten. Wie konntest du nur? Oh Mann, und schon läuft das Wasser wieder. Der Typ heult aber auch wirklich wegen allem. Sogar nachdem wir, ihr wisst... Was als alberne Nebengeschichte beginnt, wird schnell zur bitteren Satire auf Selbstoptimierung, Narzissmus und moralische Erwartungen. Wenn sogar ein fliegender Werkzeugkasten Charakterentwicklung bekommt, dann steht's wohl nicht ganz so schlecht um den Star Trek-Geist. Im Star Trek-Kinofilm Beyond wird Krull, ein vergessener Kriegsheld, zu einem Terroristen. Eine bittere Anklage gegen das Vergessen von Veteranen und die Schattenseiten von Fortschritt ohne Rücksicht. Lassen Sie ihn gehen und Sie kriegen, was Sie wollen! Nein, Sil, nicht! Nein. Lieutenant, euer Zusammenhalt ist nicht eure Stärke. Es ist eure Schwäche. Wer keinen Platz mehr in der Utopie hat, schafft sich seine eigene Dystopie. Und schon sind wir im Hier und Jetzt angekommen. Die große Frage ist, was ist eigentlich passiert? Früher war Star Trek fast schon ein kulturelles Versprechen. Eine Zukunft, in der wir gemeinsam Probleme lösen, statt uns in Kommentarspalten zu zerfleischen. Heute, da scheinen Pessimismus und Zynismus das Ruder übernommen zu haben. In Serien, in Nachrichten, sogar im echten Leben. Hat sich die Welt so verändert oder hat Star Trek einfach den Anschluss verloren? Was ist übrig von dem Zeitgeist, der einmal ganze Generationen inspiriert hat?
Star Trek war für mich ein Fenster in eine bessere Zukunft, voller beeindruckender Bilder, kluger Gesellschaftskritik und berührender Momente, die mich bis heute prägten. Doch heute stehen wir an einem Punkt, der viele Fans nachdenklich stimmt. Strange New Worlds, die hervorragende Star Trek-Serie, endet wie andere vor ihr nach Staffel 5. Ein weiterer Meilenstein, der leise verblasst. Ist das der Beweis für einen schwindenden Zeitgeist oder einfach nur der Lauf der Dinge in einer sich ständig wandelnden Medienwelt? Vielleicht erleben wir gerade einen kulturellen Wendepunkt. Der optimistische Blick in die Zukunft, der Star Trek einst so einzigartig gemacht hat, scheint in einer Welt voller Krisen, Clickbait und Streaming-Überfluss nicht mehr ganz so viel Platz zu finden. Serien werden immer häufiger nach Algorithmen produziert. Aber der Geist von Star Trek lässt sich nicht berechnen. Er entsteht aus Mut, Neugier und Menschlichkeit. Die Frage ist also, hat sich Star Trek verändert oder haben wir uns verändert? Vielleicht brauchen wir diese Art von Erzählungen mehr denn je. Gerade weil die Zeiten schwieriger werden. Aber es liegt auch an uns Fans, den Funken weiterzutragen. Ich glaube auch, dass es erst einmal schlimmer werden muss, bevor es wieder besser wird. Was meint ihr? Ist der Geist von Star Trek, dieses mutige, progressive Denken, heute noch lebendig? Oder wird er von kurzlebigen Trends überlagert? Diskutiert das gerne unten in den Kommentaren. Ich bin mega gespannt auf eure Meinungen. Wenn euch diese Reise durch das Star Trek-Universum gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Es bedeutet mir viel, dass ihr bis hierhin dabei wart. Bleibt neugierig, bleibt menschlich.